Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Tiere sind Feuer. Tiere sind Unterhaltung, da ist immer was los zu Hause, das wissen wir. Das sind nicht nur Jagdhunde, das sind tolle Familien- und Begleithunde, exzellente Wächter und einige davon auch gute Beschützer. Terrier sind Sportler, manche mehr, manche weniger. Robuste, kernige, feurige Hunde, welche häufig im Taschenformat auftreten. Eine tolle Hundekategorie, die ich Ihnen heute im Ganzen präsentieren möchte. Also bis gleich. Nun, die Terrier, die zählen zur FCI-Gruppe 3, welche in hochläufige, niederläufige, bullartige und Zwergterrier unterteilt ist. In diesem Video möchte ich Ihnen alle vom FCI anerkannten Gruppe 3 Rassen mittels Kurzvorstellung zum Hund präsentieren. Klar, gibt es noch andere Hunderassen, welche den Begriff Terrier in ihrem Namen tragen, doch diese Hunde zählen entweder zu einer anderen FCI-Gruppe, weil sie keine typischen Terrier darstellen, oder aber sie sind vom FCI nicht als Rasse anerkannt. Zwei solcher Terrier, die vom FCI nicht als Rasse anerkannt sind, wären zum Beispiel der herrliche American Pitbull Terrier, der nur vom United Kennel Club anerkannt ist, eine herrliche Hunderasse. Ich besaß selbst 14 Jahre lang einen Vertreter dieser Rasse. À la Bonheur, einer meiner Top-Hunderassen, aber leider nicht vom FCI als Hunderasse anerkannt. Ein weiterer, der vom FCI nicht als Rasse anerkannt ist, ist der Petterdale Terrier, ebenfalls nur vom United Kennel Club als Rasse anerkannt, aber ein Terrier durch und durch. Wunderschöne Hunde, gefallen mir sehr gut. Ja, Hunde, welche den Begriff Terrier in ihrem Namen tragen, aber anderer FCI-Gruppe angehören, das sind zum Beispiel der Boston Terrier. Einen treffe ich hier und da mal, ein sehr freundlicher Hund, obwohl die Boston Terrier anno dazumals häufig als Kampfhunde missbraucht wurden. Dieser Rüde, den ich manchmal mit einer älteren Dame treffe, ist sehr freundlich. Wenn ich mit Vito vorbeigehe, wackelt ständig seine Rute und er sucht das Spiel. Ein anderer wäre der Tibet Terrier, auch der zählt zu einer anderen FCI-Gruppe. Da gibt es eine lustige Geschichte zu erzählen. Wir hatten hier eine Nachbarin, die sind mittlerweile schon ausgezogen, die besaß einen Tibet Terrier namens Cujo. Obwohl sie den Hund nach Cujo, welcher den Hauptdarsteller im Film von Stephen King darstellte, dieser Bernardiner, der davon alle so geliebt wird, dann von einer Fledermaus gebissen wird, die Tollwut bekommt und alle ausrottet, ein Klassiker, der Film. Sie nannte ihn Cujo. Eines Abends standen wir auf der Wiese unten mit unseren Hunden, es dämmerte schon und Cujo kam zu mir. Tibet Terrier haben üppiges Fellkleid. Ja, wie gesagt, es war schon etwas dunkel und ich beugte mich zu ihm runter und kommunizierte etwa eine Minute lang freundlich mit ihm. Nach einer Minute kam ich drauf, dass ich die ganze Zeit mit seinem Hinterteil und nicht mit seinem Kopf gesprochen habe. Ja. Der Besitzerin ist das schon aufgefallen und sie schmunzelte bereits und mir war es peinlich. Ja, Tibet Terrier haben viel Fell, das kann schon mal für Verwechslungen sorgen, ja, aber es soll nichts Ärgeres geschehen. Ja, ein anderer Hund, der den Begriff Terrier im Rassenamen trägt, aber nicht zu den Terriern zählt, nicht zur Gruppe 3 gehört, ist der schwarze russische Terrier. Auch mit diesem Hund habe ich schon Erfahrung gemacht. Wir hatten hier einen herrlichen Rüden, den Arax, ein großer, kapitaler Kerl, nicht kastriert und dennoch ein guter Kumpel von meinem Hund Vito. Der hat mir als Erinnerung eine Narbe hinterlassen. Das war eine Geschichte, die meinte er nicht wirklich böse, aber auch nicht wirklich ganz nett, aber ich nehme es ihm nicht übel. Ja, so, sehen wir uns nun mal an, was die Gruppe 3 für Banditen zu bieten hat und arbeiten uns dabei von den kleinsten zu den größten vor. Wir beginnen mit dem Yorkshire Terrier. Temperamentvolle,
kleine herzliche Gesellen sind das, die häufig als Schoßhund gehalten werden, obwohl das schneidige Jäger waren. Seine Vorfahren wurden im 19. Jahrhundert von armen Leuten zur Bekämpfung von Ratten und Mäusen gehalten. Wie gesagt, ein temperamentvoller kleiner Terrier, ja, der mich entzückt. Wir gehen weiter zum English Toy Terrier. Manchester Terrier und italienisches Windspiel haben bei der Entwicklung dieser Hunderasse teilgenommen. Dieser Zwerg wurde auch für das Ratbaiting missbraucht. Das Ratbaiting war eine Art Sport, bei der Hunde in die Pit geworfen wurden und in kurzer Zeit so viele Ratten wie möglich töten mussten. Der Hund, der die meisten Ratten in dieser Zeit getötet hat, war der Sieger. Da ging es um hohe Wettbeträge, so wie bei den Hundekämpfen und anderen Tierenkämpfen. Ja, grausame Geschichte, war 18. bis 19. Jahrhundert gang und gäbe bei den Leuten. Ja. Der Jack Russell Terrier, das sind Spitzenhunde. Wir haben hier einen in fast rein weiß. Da hat man einen ganz kleinen braunen Fleck. Ich glaube, ober dem Auge hat er den. Das sind Spitzenhunde. Aus Foxterriern entstanden, übernahmen sie auch dessen Beute und stellten einen überaus grimmigen Gegner jedes Fuchses dar. Die gefallen mir wahnsinnig gut und zählen ebenfalls zu meinen 10 liebsten Terriern, möchte ich mal sagen. Ja, es gibt auch eine hochläufigere Variante des Jack Russells, allerdings trägt er einen anderen Namen. Zu diesem Hund kommen wir etwas später. Ganz tolle Hunde, Jack Russells. Der Norfolk Terrier besitzt Irish Terrier und Yorkshire Terrier Blut. Dieser Hund bekämpfte im 19. Jahrhundert die Kaninchen- und Rattenplage Englands. Ebenfalls ein Ratten- und Kaninchenjäger, ganz feuriger Geselle. Ein naher Verwandter des Norfolk Terriers ist der Norwich Terrier, der dieselben Aufgaben hatte wie der Norfolk Terrier, der im Süden Irlands aber als kleinere Ausgabe des Norfolk Terriers erschaffen wurde, wenn man so sagen kann. Ja. Jetzt sehen wir uns den Dandy Diamond Terrier an und dieser Schotte ging auf Otter, Dachs und Kaninchenjagd. Ganz besondere Kopfschur verleiht ihm ein einzigartiges Aussehen. Diesen Kopf möchte ich sagen, doch Sie werden im Laufe dieses Videos einige ganz spezielle Kopfschuhen bei den Terriern vorfinden. Manche schöner, manche weniger schön. Geschmackssache. Dandy Diamond Terrier, Geschmackssache, das Aussehen, aber das gilt ja generell. Doch ein typischer Terrier, durch und durch, der Skye Terrier, der nächste Schotte. Auch er warf sich gegen Otter, Fuchs und Dachs in die Schlacht. Königin Victoria liebte diese Hunde. Der Australian Silky Terrier, der nahm als Rasse Fahrt in England auf, wurde von Mr. MacArthur schließlich in Australien zum Silky Terrier verfeinert. Schöner Hund. Wir bleiben gleich in Australien und sehen uns den Australian Terrier an. Auch dieser Australier hat seinen Ursprung selbstverständlich auf der Insel in Großbritannien. Die Einkreuzung des Silky Terriers in Australien formte dann den Australian Terrier, der, aufgepasst, in Gruppen sogar zum Schafehüten eingesetzt wurde. Auch das gibt es bei den Terriern ebenfalls. Ein toller Hund. Der Sealyham Terrier. Dieser Terrier hat auch Basset und Bull Terrier Blut in sich. Ist eher selten zu sehen, möchte ich mal sagen, aber ganz besonders beliebt in Südafrika. Tschechischer Terrier. Aus Sealien und Scottish Terrier entstanden, jagte der tschechische Terrier Dachs und Fuchs, so wie seine Verwandten alle auch. Ein schneidiger Jäger. Scottish Terrier. Ebenfalls ein purer Baujagdhund und sehr nah mit dem Skye Terrier verwandt. Das Äußere des Scottish Terriers erinnert meiner Meinung nach stark an die Schnauzer-Familie. Toll aussehender Hund mit sehr kräftigem Fang im Vergleich zum restlichen Körper. West Highland White Terrier, ein feuriger Terrier, der aus weißen Kernterrier-Welpen entstanden ist. Ich habe diese Hunde schon öfter getroffen, also auf Ausstellungen, und ich treffe sie auch manchmal privat. Das sind Hunde, die ebenfalls zu meinen 10 top niederläufigen Terriern zählen, so wie auch ein Kernterrier zum Beispiel, den wir uns gleich nachher ansehen. Sehr feurige, sehr hübsche, temperamentvolle, unternehmungslustige, robuste, leistungsfähige Terrier, die mich sehr ansprechen. Ja, wie versprochen, jetzt der Kernterrier. Ein alter schottischer Terrier, draufgängerisch und mutig. Keine Ratte, kein Fuchs und auch
kein Dachs waren jemals sicher vor diesem Hund. Der gefällt mir genauso gut wie der West Highland White Terrier, sogar noch ein klein wenig besser, da er farbig ist. Und farbige Hunde gefallen mir zumeist etwas besser als reinweiße. Doch sonst fährt er für mich absolut die gleiche Schiene wie der West Highland White Terrier. Ist der gefärbte Westie für mich und der Westie der weiße Cairn Terrier. Das ist meine persönliche Meinung. Nun, gehen wir weiter zum japanischen Terrier. Ja, aus Holland nach Japan exportierte Fox Terrier wurden mit einheimischen japanischen Hunden gekreuzt und so entstand dieser Terrier, der ganz anders als die meisten seiner Verwandten immer nur als Begleithund galt und nie wirklich ein Jäger war. So steht es geschrieben. Der Border Terrier, eine Hündin treffe ich öfter mit Vito. Die freut sich immer, wenn sie ihn sieht, wirft sich vor ihm auf den Rücken, kugelt herum, will mit ihm spielen. Liebe Maus, dieser Hund stammt aus dem Grenzgebiet zwischen England und Schottland und stellte immer einen knallharten Fuchs- und Raubzeugjäger dar. Sind sehr robuste, auch sehr wetterharte, leistungsfähige Terrier. Die Border Terrier gefallen mir sehr gut. Nun zum hochläufigeren Jack Russell Terrier, nämlich zum Parson Russell Terrier. Das ist die hochläufige Ausgabe des Jack Russell Terriers und genauso wie der ein höchst leistungsfähiger Jäger. Brasilianischer Terrier, ja auch den gibt's. Jack Russell, Chihuahua und Pinscher sollen bei seiner Entstehung mitgeholfen haben. Er war immer eher ein Begleit- und Sporthund, denn ein Jagdhund, ähnlich wie der japanische Terrier. Der Irish Glen of Eymal Terrier gilt als charakterlich etwas gemäßigterer, ruhigerer Terrier. Doch auch er wurde in Irland zur Fuchsjagd eingesetzt und auch fürs Redbaiting missbraucht. Bedlington Terrier, ja, täuschen Sie sich nicht. Er sieht nicht so aus, doch hatte er es faustig hinter den Ohren. Er wurde auch Wolf im Schafspelz genannt und war ein unerbittlicher Jäger, der auch durchs Feuer der Hundekampfveranstaltungen ging, auch wenn er nicht so aussieht. Ist so, ja. Welsh Terrier, ein walisischer Fuchs, Dachs und Otterkrieger mit viel an Temperament. Klare Sache. Ein sehr naher Verwandter von ihm ist der Lakeland Terrier, ähnlich dem Welsh Terrier. Der Lakeland Terrier war ebenfalls immer ein Albtraum des Fuchses. Das sind zwei typische Fuchsjäger, knallhart, schneidig, entschlossen. Der Fox Terrier, der ist für viele der Inbegriff des Terriers, feurig, leistungsfähig, hart, aber herzlich, ein Jäger im Geiste. Viele Terrierrassen, die ich hier präsentiere, das gilt auch für den Parson Russell, eben auch für den Fox Terrier und einige andere, die noch folgen werden, die gibt es sowohl in Rauhaar wie auch in Glatthaar. Ich habe immer nur eine Variante gepostet, nur damit es hier keine Missverständnisse gibt. Ja. Oh. Der nächste ist der deutsche Jagdterrier und der ist der Räuberhauptmann der Terrier. Für mich ist er das. Ja. Von diesem Hund kenne ich Geschichten, liebe Zuseher, welche vielen Menschen unglaubwürdig erscheinen würden, das sage ich Ihnen. Er ist ein toller Familienhund, ja, aber stahlhart. Knallhart und vorwärts marschierend, das ist ein Vorwärtsgeher. Ja. Der weicht nicht mal vor einem vor Wut schäumenden Eber zurück. Das ist wie gesagt, er ist für mich der Räuberhauptmann aller Terrier, der deutsche Jagdterrier, und wunderschön noch dazu. Auch den gibt's in Glatthaar und in Rauhaar, möchte ich noch erwähnt haben. Der Irish Terrier, das ist mein Lieblingsterrier, der echten Terrier, wenn wir die Bullartigen außen vor lassen. Das wäre unfair. Also von den echten Terriern, wo ja eigentlich die Bullartigen dazuzählen, denn die zählen ja zur Gruppe 3, doch sind sie für mich eine eigene Kategorie. Sie wissen, welche Terrier ich meine. Von den echten Terriern ist der Irish Terrier mein absoluter Lieblingsterrier. Ich kannte Jack, ich habe vom Irish Terrier ein Video schon gebracht, da spreche ich über Jack. Den Hund werde ich nie vergessen, ein Traumhund. Würde ich einen Irish Terrier erwerben, dann würde ich mir wünschen, dass er so wird wie Jack war. Toller Hund, tolle Größe, extrem leistungsfähig, ein fantastischer Hund, ein wesensmäßig übertypischer Terrier, der nicht nur einen exzellenten Wächter
der Familie darstellt, sondern auch ein super Beschützer sein kann. Also kein perfekter, dazu hat er zu wenig Substanz, aber kann ein guter Beschützer sein. Top-Hund. Also mein absoluter persönlicher Favorit unter den Terriern. Der Irish Terrier. Kerry Blue Terrier, auch der zählt zu meinen Favoriten. Von dem habe ich erst ein Video gebracht im Vergleich mit dem Mittelschnauzer. Ein toller, schneidiger, leistungsfähiger Hund, der ebenfalls auch als Schutzhund taugt. Näheres habe ich beim letzten Video schon über diesen Hund erzählt. Diese Dschungelgeschichte sehen Sie bei mehreren Terrierrassen. Ja, die hätten die bei mir alle nicht. Ich ging sowieso auf keine Ausstellung mit meinen Hunden. Ja. Soft-Coated Waiting Terrier, ein häufig vergessener Terrier, ein Hund, der mich mit seiner Farbe häufig auf, wie heißen die, diese Süßspeise? Helfen Sie mir. Muffins. Wenn Sie in einen Muffin hineinbeißen oder Muffins selbst, ja, haben häufig diese Farbe, diese Weizenfarbe, welche der Soft-Coated Waiting Terrier vorweist. Doch ist der nicht immer so süß, wie Muffins schmecken. Der Hund kann terriertypisch Feuer besitzen, gilt aber ebenfalls als eher gemäßigter Terrier-Charakter. Nicht ruhig, ja, kein Terrier ist wirklich ruhig, aber gemäßigter im Vergleich zu feurigeren Terriern. Doch, dieser Hund war stets Hof- und Jagdhund und eignet sich wie der Irish und der Kerry Blue Terrier, wenn die Linie und die Haltung passt, auch als Schutzhund. Für diese Aufgabe besitzt er meiner Meinung nach genügend Substanz, Gewicht und Größe. Und viele der Soft-Coated Waiting Terrier, die wunderschön sind, gefallen mir sehr gut, neigen auch dazu, sie beschützen zu wollen. Es ist halt beim Soft-Coated Waiting ähnlich wie beim Kerry Blue Terrier und vielen anderen Terriern. Für mich wäre da immer das Problem mit dieser Schererei, Trimmerei. Viele von Ihnen kennen meine Abneigung gegen diese Art der Feldpflege. Ja, ich habe den Manchester Terrier vergessen. Der sollte nach dem deutschen Jagdterrier kommen, macht nichts. Ich hole ihn nach. Also jetzt der Manchester Terrier. Von dem bringe ich demnächst ein Vergleichsvideo. Gegen welchen Hund er da antritt, verrate ich noch nicht. Sie werden sich aber höchstwahrscheinlich denken können. Sehen Sie sich den Hund mal an, dann werden Sie sich denken können. Ja, der deutsche Jagdterrier soll Blut von Manchester Terrier innehaben, auch eine Verwandtschaft zu Pinschern. Wird ihm nachgesagt. Ebenfalls ein ehemaliger Haushof und schneidiger Jagdhund. Jetzt sehen wir noch rein bei den Bullartigen Terriern, bevor wir mit dem König der Terrier dieses Video abschließen. Wir beginnen mit dem Bull Terrier. Ja. Wenn Sie meinen Kanal schon länger verfolgen, dann wissen Sie, wie ich zu dieser Kategorie der Hunde stehe, zu dieser Unterkategorie der Terrier, der Bullartigen Terrier stehe. Wir haben hier den Bull Terrier, den Miniatur Bull Terrier, den Staffordshire Bull Terrier und den American Staffordshire Terrier. Der American Pit Bull Terrier ist ja nicht vom FCI als Rasse anerkannt, der American Bully sowieso nicht und so weiter. Ja, also kurz mal reingesehen. Standard Bull Terrier. Ja. Entstammt den alten Bull End Terrier Rassen, also Kreuzungen aus Bulldoggen und Terriern, welche gezüchtet wurden, um die Hundekämpfe spektakulärer zu machen, weil die Bulldoggen sich zumeist nur ineinander verbissen und dann nicht mehr viel taten. Das war den Leuten zu unspektakulär, deswegen suchte man nach einem Hundetyp, der hier mehr Feuer ins Spiel bringt, aber auch die Power der Bulldogge mitnimmt. Ja. Die Terrier waren berühmt für ihre abwechslungsreichen Kampfstile, für ihr Feuer beim Kampf. Die Bulldoggen waren berühmt für ihre Schmerzresistenz, für ihre Zähigkeit, für ihre Power. Also verpaarte man Terrier und Bulldoggen, erzielte damit den Bull End Terrier und daraus entstanden alle Bull Terrier Rassen. Egal welche. Alle entstanden daraus. Ja, es entwickelten sich dann verschiedene Typen. Ein Typ davon ist der Bull Terrier. Ich möchte hier nicht zu tief in die Geschichte eintauchen, denn das wäre unfair gegenüber den anderen Terriern. Die habe ich auch nur kurz erklärt. Der nächste wäre der Miniatur Bull Terrier, der ja ein ganz naher Verwandter des Standard Bull Terriers ist, ganz klar. Doch züchtete man später dann noch etwas mehr Terrierblut in diese Bull Terrier ein, um eine kleinere Variante des Standard Bull Terriers zu erzielen. Das hat man perfekt geschafft. Er sieht seinem großen Ebenbild 1:1 ähnlich, hat aber häufig ein temperamentvolleres Wesen. Er hat mehr Terrierblut inne als der Standard Bull Terrier, der mehr Bulldog-Blut inne hat als der Miniatur Bull Terrier. Deswegen ist der Miniatur Bull Terrier häufig etwas
quirliger, aufgeweckter unterwegs. Der Staffordshire Bull Terrier, für den gilt dasselbe wie für die beiden Bull Terrier, die ich jetzt eben gerade präsentiert habe. Ja, der Staffordshire Bull Terrier, selbe Entstehungsgeschichte, hat sich als eigener Typ entwickelt und der American Staffordshire Terrier, auch für den gilt dasselbe. Der wurde dann von britischen Auswanderern in Richtung USA mitgenommen als ursprünglicher Bullen Terrier, in der USA etwas größer, etwas schwerer gezüchtet, als Farmhund gehalten, zur Bewachung der Farmen, für die Jagd aufs Wildschwein, etc. etc. War ein reiner Arbeitshund. Anno dazumals waren American Pitbull Terrier und American Staffordshire Terrier noch eine Hunderasse. Die trennten sich dann. Das habe ich schon mal erzählt. American Pitbull Terrier und American Staffordshire Terrier sehen sich sehr ähnlich. American Staffordshire Terrier wurde dann eher von den Leuten des American Kennel Clubs behandelt. Leute, welche den Hundekampf verabscheuten, Hunde eher auf optisches Aussehen züchteten, eher für den jagdlichen Gebrauch einsetzen, doch das wurde der American Pitbull Terrier auch. Ja. Während der United Kennel Club eher die Anatomie und das Wesen von Hunde forcierte und förderte, die sich für den Hundekampf eignen. Ja. Gameness, nicht so wuchtig, weniger Gewicht, mehr Ausdauer, etc. etc. Lange Rede, kurzer Sinn, der American Pitbull Terrier ist da sowieso nicht dabei. Das waren die 4 Bullartigen Terrier der Gruppe 3, die ich noch kurz ansprechen wollte. Sind aber für mich eine eigene Kategorie. Ja. Also nicht echte Terrier, dazu haben sie zu viel Bulldog-Blut. Egal. Und last but not least, der König aller Terrier, der Airedale Terrier. Das ist der größte der echten Terrier. Man vermutet, dass er aus Otterhounds und anderen Terriern entstanden ist. Er wurde hauptsächlich für die Jagd auf Otter eingesetzt, war aber auch immer als Wachhund im Einsatz und wurde ebenfalls als Kampfhund missbraucht. Ist heute nach wie vor im jagdlichen Gebrauch. Ich habe da Videos gesehen von jagdlich geführten Airedale Terriers, die sind beinhart dabei, wenn sie als Packer aufs Wildschwein draufgehen. Also die brauchen sich vor vielen der üblichen Packerrassen, wie wir sie haben bei American Bulldog, Dogo Argentino, American Pitbull Terrier etc., Presa Canario, haben nicht verstecken. Also jagdlich geführte Airedale Terrier haben Schmalz, die Einstellung, die haben die Power, die haben das Draufgängertum, auch als Packer glänzen zu können. Ja, ist nicht jedermanns Sache. Solche Videos meine ehrlich gesagt auch nicht. Mich fasziniert zwar die Leistungsfähigkeit der Hunde bei solchen Jagden, doch mir tut jedes Mal die Beute leid. Ist so. Ja. Ich könnte das persönlich nie. Ja. Der Airedale Terrier ist der einzige der Gruppe 3 Hunderassen, welche zu den 9 Gebrauchshunderassen zählt und ist ein fantastischer Gebrauchshund, der auch lange Zeit in verschiedenen Ländern als Diensthund im Einsatz war. Ich hatte schon die Ehre, mit Airedale Terriern zu arbeiten am Platz. Ich hatte auch schon die Ehre, Airedale Terrier zu figurieren, zu hetzen. Ich hatte sie schon am Arm. Ganz tolle Hunde mit viel Power. Gut geführte Airedale Terrier sind ein Genuss am Platz, es sind Top Allrounder, das kann ich Ihnen nur sagen. Doch ihre Größe, ihre Substanz unterscheidet sie ein wenig vom Großteil dieser Kategorie. Aber wie gesagt, ähnlich große wären vielleicht der Kerry Blue Terrier, der Soft-Coated Drayton Terrier und der Irish Terrier, aber nur ähnlich groß. Der Airedale Terrier ist schon um ein gutes Stück der größte aller Terrier, möchte ich sagen. Ja, toller Hund. Gut, das war's mit der Banditenbande. Ja, klar, Terrier neigen zu Sturkopf. Sie neigen dazu, Garten umzugraben und Streit mit anderen Hunden zu suchen. Sie melden gerne und das teilweise recht laut und sie haben es schnell mal auf Maulwürfe, Ratten, Hasen, Vögel oder andere Beute abgesehen. Das stimmt alles. Doch niemand behauptete hier, Terrier wären langweilig. Ja, liebe Zuseher, hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.